Hallihallo, ich heiße dich herzlich willkommen in der Küche von Fein Fein Schmeckt. Mein Name ist Joanna und wir kochen heute ein leckeres Fleischgericht. Es gibt Schälrippchen in einer Tomatensauce mit Spaghetti dazu. Und wie man dieses Gericht frisch zubereitet und die Zutaten, die ihr benötigt, zeige ich euch gleich nach einem kleinen Intro. Da bin ich wieder. Wir benötigen für 2 bis 3 Personen ca. 500 Gramm Schälrippchen. Die hole ich natürlich immer gern beim Metzger meines Vertrauens. Dann habe ich hier 3 Büchsen geschälte oder gehackte Tomaten, ein Glas in Sonnenblumenöl eingelegte Artischocken, ein Glas getrocknete Tomaten. Da gießen wir aber das Öl dann ab. Das nehmen wir nicht für unsere Soße. Dann habe ich eine Frühlingszwiebel, eine scharfe Peperoni, davon brauchen wir ganz wenig nur, 2 Schalottenzwiebeln, 3 Kapernäpfel, denn ich nehme jetzt für das Aroma diese großen. Normalerweise kann man auch die kleinen Kapern nehmen, aber die mag nicht jeder, auch meine Familie. Bevor die dann aus der Soße rauspopeln müssen, nehme ich lieber die großen Kapernäpfel, die geben der Soße auch noch mal ein schönes Aroma. Dann brauchen wir 1,5 Knoblauchzehen circa, Salz, das brauchen wir natürlich auch zum Kochen der Spaghetti, die gibt es nämlich heute dazu. Da nehme ich immer als Maß so eine Handvoll zwischen Daumen und Zeigefinger. Das reicht dann ungefähr immer für 2 bis 3 Personen, die nicht so große Esser sind. Dann noch etwas Pfeffer, ein wenig Butterschmalz zum Braten für die Schälrippchen, Petersilie und Basilikum. Ja, als erstes müssen wir jetzt dann die Frühlingszwiebel etwas klein schneiden, uns etwas von der scharfen Peperoni abschneiden, auch in kleine Stücke, nur ganz wenig. Dann die Schalottenzwiebel klein schneiden, den Knoblauch schälen. Ja, und auch die Rippchen, die müssen wir jetzt noch etwas kleiner machen. Und zwar schneiden wir jetzt hier auch Stückchen, immer nach jeder zweiten Rippe ungefähr, dass es hier etwas kleiner wird, denn die müssen wir jetzt dann in der Pfanne scharf anbraten für unsere Soße. So, nachdem wir unsere Zutaten alle klein geschnitten haben, müssen wir als erstes die Rippchen mit einem Teil der Zwiebeln in dem Butterschmalz scharf anbraten. Die müssen so richtig schön kross und braun sein. Wenn das geschehen ist, geben wir unsere stücklichen Tomaten dazu und unsere Zutaten, die restlichen, die Artischocken, den Rest von den Zwiebeln, die Peperoni, die getrockneten Tomaten, alles was wir jetzt so haben. Und die Soße muss dann so circa 3 Stunden kochen, damit die Rippchen richtig zart werden und dass das Fleisch so vom Knochen fällt. Dann ist es gut, dann ist es durch, dann kann man es super genießen. Und unseren Basilikum und die Petersilie geben wir circa eine Viertelstunde vor Beendigung der Kochzeit mit dazu, dass nicht die kompletten Vitamine zerkochen und verloren gehen. Unsere Soße kocht jetzt schon 2 Stunden und 45 Minuten. Das heißt, jetzt können wir noch etwas Basilikum und Petersilie mit dazugeben und dann ist sie schon auch fast fertig. Inzwischen kochen wir dann auch die Spaghetti. Das Wasser ist schon heiß, da kommt jetzt noch ordentlich Salz rein und dann nach Packungsbeilage kochen. Ein Tipp von mir:
Zieht ruhig 1 Minute von dieser Kochzeit ab, denn dann sind die Spaghetti immer etwas al dente, das heißt bissfest, denn wir geben sie ja später direkt in die Soße und die Spaghetti ziehen die Soße dann noch so in sich rein, dass sie nicht zu latschig werden. Und fertig ist unser leckeres Gericht, unsere gekochten Rippchen in Tomatensauce mit den Spaghetti dazu. Für die heißt es jetzt ab auf den Teller. Und wie ihr es anrichtet, ist natürlich abhängig von eurem Hunger. Aber ich finde es immer recht schön, wenn man nicht ganz so viel auf den Teller gibt. Das sieht dann immer appetitlicher, ein bisschen feiner aus. Könnt ihr aber selbst entscheiden, wie ich es mache. Das zeige ich euch jetzt. Ja, und so sieht unser Gericht jetzt fertig angerichtet auf dem Teller aus. Ich habe jetzt hier schon mal 2 vorbereitet für die Hungrigen hinter der Kamera. Und hier kommt noch ein kleines bisschen Pfeffer drüber als Garnitur. So, und dann kann man es eigentlich schon genießen. Wer hat denn Appetit? Wer möchte denn hier was probieren? Ah, ihr beide. Adriano, eine kleine Portion für dich. Da hast du eine Gabel. Bitte schön. Lass es dir schmecken. Die große Portion ist dann für den Papa. Ich nehme dann später auch noch was, keine Angst. Und wie gesagt, ich wünsche euch natürlich auch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Kommentar hinterlasst. Und wenn euch das Video gefallen hat, natürlich freue ich mich auch über einen Daumen nach oben. Und wenn ihr den Kanal abonniert, dann sehen wir uns ab jetzt jeden Sonntag ab 20 Uhr zu einem neuen Rezept. Bis dahin wünsche ich euch wieder eine gute Zeit. Genießt das schöne Wetter. Viel Spaß beim Kochen und Genießen. Eure Joanna aus der Küche von Fein Fein Schmeckt's. Ciao, ciao, macht's gut. Bis dann.